Guten Morgen. Das ist ja schön, dass so viele dann noch so früh nach einer harten Partynacht auf den Weg hierhin gefunden haben. Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem Vortrag Dein Bike im besten Licht, Motorräder eindrucksvoll fotografieren. Mein Name ist Julian Eichhoff, ich komme aus Hannover. Ich bin Motorradfotograf, seit ein paar Jahren darauf spezialisiert. Ich betreibe die Website lunatic.com. Dein Bike im besten Licht ist auch der Slogan meines kleinen, aber feinen Fotografie-Business und daher auch Titel für den Vortrag heute. Wenn ihr euch jetzt fragt, Lunatic, was ist das für ein komisches Wort? Das ist ein Kunstwort, habe ich mir ausgedacht, und es setzt sich zusammen aus dem lateinischen Lumen, Licht, und dem englischen Lunatic, jemand, der verrückt ist, nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Und ich übersetze das frei als verrückt nach Licht. Und genau darum geht es ja auch in der Fotografie. Fotografieren bedeutet ja wörtlich übersetzt malen mit Licht. Und das ist was ich heute euch rüberbringen möchte. Erreichen könnt ihr mich auf die verschiedensten Art und Weisen. Immer Lunatic im Namen, lunatic.com, E-Mail julian@lunatic.com. Ich bin auf Instagram, YouTube, Facebook zu finden. Also wer den Weg zu mir finden möchte, der findet ihn auch. Ich bin auf Biker-Porträts und Technik-Porträts spezialisiert. Das heißt, ich treffe mich mit Bikern, werde gebucht für Shootings und setze dann die Motorräder wirklich eindrucksvoll ins Licht, manchmal mit Fahrer, manchmal ohne. Wir machen das sowohl on location, draußen, aber auch drinnen und Fahraufnahmen, also das gesamte Spektrum, was beim Motorradfahren so auftritt, decke ich fotografisch ab. Auch Studioaufnahmen ist jetzt was, wo ich mich seit neuestem so ein bisschen reingefuchst habe. Und dieses Bild begegnet uns gleich noch. Das heißt, ihr werdet dann sehen, wie das aufgenommen wurde, vor allem wie das nachbearbeitet wurde. Wenn man die Bilder sieht, das ist dann immer alles wunderschön auf Hochglanz poliert, aber dass dann auch so ein bisschen Arbeit hintersteckt und nicht mit dem Drücken des Auslösers beendet ist, das möchte ich euch heute zeigen. Ich habe nicht nur den Anspruch, Fotograf zu sein, sondern ich möchte auch andere dazu anleiten, ich möchte Lehrer sein und anderen zeigen, wie man fotografiert. Das mache ich auf meinem Blog sehr intensiv, wo ich nicht nur die Bilder zeige, sondern auch erkläre, wie die Bilder entstanden sind. Der Vortrag letztes Jahr ist auf YouTube zu finden und der kleine Disclaimer, dieser Auftrag wird auch aufgezeichnet. Da ist eine Kamera, da ist eine Kamera. Ihr seid nicht im Bild, seid euch aber bewusst, wenn ihr hier durchgeht, dann seid ihr in voller Schönheit später auf YouTube. Aber ich hoffe, euch gefällt es und ihr bleibt sitzen, von daher wird sich das Problem eh nicht stellen. Gut, dann der kurze Werbungsblock. Ich nehme diese ganze Sache, dass ich Lehrer sein möchte, wirklich sehr ernst. Ich habe vor 2 Jahren ein Buch geschrieben, Motorräder fotografieren, Bikes on Location, im Studio und in Bewegung. Das ist das erste und auch wirklich einzige fotografische Lehrbuch zum Thema Motorradfotografie. Es ist kein Bildband, sondern wirklich ein Lehrbuch, wie fotografiere ich Motorräder. Da habe ich ein paar mitgebracht und wer nach dem Vortrag da Interesse hat, kann mal reinschauen und zum moderaten Preis von 14,95 € mitnehmen. Ich bin unter anderem auch in einer Community aktiv, für die ich jetzt auch mal kurz Werbung machen möchte. Das ist das Motorcycle Photographers Forum. Das ist ein Zusammenschluss von ausschließlich Motorradfotografen und es geht darum, sich fotografisch weiterzuentwickeln. Also es ist kein, guck mal, was für ein schönes Bild ich habe und Tschüss und Likes sammeln, sondern es geht wirklich darum, hey, ich habe das Bild gemacht, was haltet ihr davon, wie kann ich es besser machen? Also wirklich, wer ernsthaft an der Motorradfotografie interessiert ist, ist herzlich willkommen. Es ist ein internationales Publikum, das heißt, es ist auf Englisch. Und ganz wichtig zu sagen, wir begrüßen Motorradfotografen jeder Erfahrungsstufe. Also ob ihr gerade einsteigt oder schon seit 20 Jahren, total egal, jeder ist willkommen und wir freuen uns über jeden, der teilnimmt. Ich werde sehr oft gefragt, ob ich eigentlich überhaupt selbst Motorrad fahre. Allein auf den Motorrad-Days ist mir das jetzt schon 3 Mal passiert. Und ja, mache ich, so quasi als Beweisfoto. Das ist die R1250 GS, die habe ich eine Woche vor den Motorrad-Days von BMW leihweise zur Verfügung bekommen, um ein paar Bilder damit zu machen. Und ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo einen rostigen Nagel im Kopf, wo er so seine Passion hat. Und bei mir liegt dieser rostige Nagel genau auf den Synapsen, die wo Motorradfahren und Fotografieren übereinander kommen. Also wie gesagt, ich fahre auch sehr gerne, aber da mich die meisten Leute immer nur mit Kameraequipment sehen, fragen sie sich manchmal, fährst du eigentlich auch selbst? Was erwartet euch heute? Ich habe den Vortrag in ein paar Abschnitte gegliedert. Ich möchte erst
ein paar Grundlagen abklopfen, wirklich, wie kommt man was ist wichtig für ein gutes Bild, so Pi mal Daumen, ne? Kann man ja in epischer Breite auch alles machen. Dann will ich mit euch einmal durch die verschiedenen Lichtarten gehen, Bikes im besten Licht. Was kann man mit Tageslicht machen, mit Blitzlicht, was kann man mit sehr einfachen Setup, mit sehr aufwendigen Setups machen. Dann natürlich die Essenz des Motorradfahrens, Bewegung. Ein Foto ist ja statisch, bewegt sich nicht. Und wie übersetzt man das jetzt in Bildsprache, dass man auf dem Bild sieht, hey, da ist richtig Dynamik drin. Da zeige ich euch ein paar Sachen. Thema Nachbearbeitung, ich hatte es schon angeteasert. Keine Angst, es ist kein Photoshop-Kurs, sondern es ist wirklich nur eine Übersicht, um euch zu zeigen, wie man vom Rohbild zum fertigen Bild kommt. Da sind auch ein paar Zeitraffer-Videos dabei, um zu zeigen, was da so möglich ist. Ja, und zum Schluss gibt es noch einen Crashkurs in der Smartphone-Fotografie. Jeder hat ein Smartphone dabei und damit kann man auch schon von eurem Motorrad super Bilder machen auf der Tour. Und wie das funktioniert in 5 einfachen Schritten, das zeige ich euch dann im letzten Abschnitt. Fangen wir an, die Grundlagen. Was ist wichtig, um dass ein Bild wirkt? Welche Elemente sind da ganz wichtig? Ihr braucht natürlich zuerst mal ein schönes Motorrad, klar, wenn es ein Motorradfoto werden soll. Und wenn ihr euch jetzt das anguckt, nun ja, das ist auf dem Feldweg abgestellt und ja, das ist nichts Besonderes irgendwie. Das Motorrad ist sehr dunkel, man sieht die Konturen nicht. Das heißt, das erste, absolut wichtige, eigentlich ein No-Brainer, Licht. Erst wenn ich ganz spezielle Lichtstimmung mache, das ist jetzt mit einer angeblitzt, aus verschiedenen Aufnahmen zusammengesetzt, erst dann entsteht was Besonderes. Das heißt, was vorher so ein Schnappschuss auf Natur war, wird dann zu einem besonderen Licht, zu einem besonderen Bild. In Klammern, das macht man nicht mal so eben auf der Tour, also da braucht man schon 20 Minuten, um das alles aufzubauen und zu machen. Das ist halt eine andere Kategorie. Das ist auch so ein Ding, man kann entweder fahren oder richtig gute Bilder machen, beides geht nicht. Ja, das zweite, das Bild ist recht mondän, sage ich mal. Ich sehe da eine Tankstelle, im Hintergrund ist viel los, anderes Auto, Fahnen, sehr unruhig. Das heißt, das zweite, was ganz wichtig ist, wenn ihr euer Motorrad fotografiert, egal mit welcher Kamera, der Hintergrund. Hier ist jetzt eigentlich nicht viel anders. Das ist genauso bei Tageslicht fotografiert wie das andere, da sind keine Blitze, kein gar nichts, aber das hat jetzt einen aufgeräumten Hintergrund. Vielleicht erkennt es der eine oder andere, das ist vor der BMW-Welt in München und das Bild wird geteilt in 3 Bereiche, also der Hintergrund. Man hat diese Fassadenelemente oben, diese Betonabsperrung, das Gras und das ist ein sehr ruhiger Hintergrund, der optisch ansprechend ist, wo das Motorrad besser zur Wirkung kommt. Das heißt, zweiter Punkt, Location bzw. Hintergrund. Was ist hinter dem Bike zu sehen? Ja, das dritte, ihr seht hier die Steilwandshow, hier die hier auch aufgebaut ist im Autodrom. Wer noch nicht da war, sollte hingehen. Absolut Wahnsinn. Da bin ich letztes Jahr reingegangen mit einer Fisheye-Optik, also sehr weitwinklig, konnte schon ziemlich viel einfangen, aber irgendwie ist hier so auch, naja, so, da fährt einer mit dem Motorrad, aber es sind auch viele Leute da, es ist sehr viel bunt, war regnerisch an dem Tag. Das heißt, was ich gemacht habe, ist die Perspektive wechseln. Ich bin unten reingegangen. Gleiche Kamera, gleicher Ort, also gleiches Setting, aber halt unten gewesen und jetzt hier diese besondere Perspektive gehabt, die dann eben aus einem Bild, wo man sagt, na gut, das kann man auch mit dem Handy so machen, dann eben was ganz Besonderes wird. Und das ist das dritte, die Perspektive bzw. der Bildaufbau. Das heißt Licht, Location, Perspektive. Es gibt ja mal 3 Sachen, kann man sich gut merken. Perspektive, ich suche noch ein Wort mit L, damit es die 3 Ls wären. Wer da eine gute Idee hat, kann mir da gerne einen Tipp geben. Gut, das waren die absoluten Basics, wie man ein gutes Foto macht. Und jetzt möchte ich mit euch einmal durch den Tag gehen, Tageslichtaufnahmen gucken, was ist denn da so alles möglich. Wir fangen an, früher Sonnenschein, Sonnenaufgang. Das ist die R1200 ES Rallye, die hatte ich letztes Jahr ausgeliehen. Für dieses Foto habe ich mich am längsten Tag des Jahres um 4 Uhr irgendwas aus dem Bett gequält, weil kurz nach 4 oder Viertel nach 4, ich weiß nicht mehr, die Sonne aufgegangen ist. Sonnenaufgang bedeutet, die Sonne ist klar sehr tief über dem Horizont, sie ist aber noch nicht so intensiv, es ist ein rot-goldenes Licht. Warum ist es rot-golden? Wenn die Sonne so über den Horizont kommt, über die Erdkrümmung, legen die Sonnenstrahlen einen längeren Weg durch die Atmosphäre zurück.
Und das, was durchkommt, ist primär das rote, langwellige Licht. Der Rest wird ausgefiltert, einfach weil durch die Langweg der Atmosphäre sehr viele Partikel sind, wo sich das dran streut. Deshalb mildes Licht, da kriegt man auch mal eine Gegenlichtaufnahme hin und kann so auch gegen die Sonne fotografieren. Motorrad ist ein bisschen aufgehellt in der Nachbearbeitung, aber ansonsten ist das so aus der Kamera gekommen. Es geht weiter, hier wieder die R1250 GS. Das ist jetzt zur Mittagszeit, woran sieht man es? Harte Schatten, der Schatten ist fast senkrecht unter dem Motorrad. Wir haben hier einen Schatten vom Griff. Und während Personen im harten Sonnenlicht zu fotografieren in der Regel nicht so vorteilhaft ist, weil dann ist eine Gesichtshälfte überblendet, die andere ist dunkel und die Leute, die müssen auch die Augen so zukneifen, in die Sonne zu gucken, ist das bei dem Motorrad eigentlich ganz okay. Ein Motorrad hat Ecken und Kanten und die harten Schatten unterstreichen das noch ein bisschen. Es geht weiter, später Nachmittag. Hier habe ich jetzt ein bisschen unterstützt. Den Kilian habe ich auf der R9T Scrambler so positioniert, dass sein Kopf gerade die Sonne verdeckt. Das heißt, dieses ganze krasse Gegenlicht habe ich weggenommen. Und dann ist links und rechts ein Blitz positioniert. Und dabei rede ich von ganz normalen Aufsteckblitzen. Die gibt es auch mittlerweile für unter 100 Euro, sehr günstig. Also jetzt nicht wirklich zigtausend Euro teures Equipment. Eine links, eine rechts auf dem Stativ. Man kann hier so die kleinen Reflexionen sehen. Und damit habe ich den Vordergrund aufgehellt. Das heißt, das ist schon das erste Bild mit Lichtmischung. Ich habe Tageslicht, die Umgebung erhält, das die Umgebung erhält, und ich habe Blitzlicht, was den Biker auffällt. Oft ist es ja auch so, dass es bewölkt ist. Bewölkung ist immer sehr gnädig für Fotos, weil diese Wolkendecke wie ein Diffusor wirkt. Das heißt, das harte Sonnenlicht wird gestreut. Es ist ein sehr weiches Licht, mit sehr weichen Schatten. Und dazu, wenn man aus einer niedrigen Perspektive fotografiert, wie hier, hat man auch noch einen schönen Wolkenhimmel mit drauf. Also auch recht einfach, kein Blitz, kein gar nichts, einfach in die Hocke gegangen, den Ralf vorbeifahren lassen und dann ein paar Bilder gemacht. Generell übrigens, ganz wichtiger Tipp, Motorräder am besten aus der Hocke fotografieren. Die wirken am besten, wenn man ihnen auf Augen- bzw. Tankhöhe begegnet. Und das heißt, wenn ich ein Foto so mache, das kommt gleich noch im Crashkurs, oder ob ich so mache, ist ein riesengroßer Unterschied, weil die Perspektive ganz anders ist. Auch vom Hintergrund verschwindet viel. Wenn hinter dem Motorrad was ist, ich gehe in die Hocke, verschwindet viel davon und das Motorrad tritt in den Vordergrund. Hier genauso, wenn wir jetzt hier auf den Hintergrund gucken, der ist jetzt ganz klein wenig unruhig, weil da ist was, aber in diesem Fall war es so, es sind starke Farben, die dazugehören. Und der Carsten, dem diese Maschine gehört, der ist Feuerwehrmann, der wollte unbedingt einen persönlichen Bezug haben. Deshalb haben wir seine R9T vor die Feuerwache gestellt. Und auch hier bewölkter Himmel, kein Zusatzlicht, und das Ganze hat dann einen persönlichen Bezug bekommen. Nochmal der Carsten. Hannover Flughafen, Einflugschneise. Hier musste ich wirklich auf dem Bauch liegen. Es ist halt Sonnenlicht, es ist Abend geworden. Wieder eine ähnliche Situation wie zum Sonnenaufgang. Goldenes, weiches Licht, keine Aufhellblitze dabei. Und das wäre auch schon ohne das Flugzeug ganz cool geworden, aber da wir halt nun mal da in der Nähe vom Flughafen waren, habe ich dann gesagt, okay, gucken wir auf Flight Tracker 24, das ist eine ganz nette App, da kann man gucken, wann welches Flugzeug kommt. Da kann man auch gucken, auf welcher Landebahn die landen. Es gibt ja zwei meistens, es gibt mehrere. Und dann haben wir nur noch gewartet. Ich lag auf dem Bauch und habe dann, als es vorbeiflog, tak, 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 ein paar Aufnahmen gemacht, und das ist dann das, was ich ausgewählt habe. Auch hier vom Bildaufbau her, die Dynamik kommt auch dadurch, dass der Carsten in die gleiche Richtung guckt wie das Motorrad. Wenn er jetzt zum Flugzeug geguckt hätte, hättet ihr so seinen Hinterkopf gesehen, wäre die Bildwirkung wieder ganz anders gewesen. Es ist Abend geworden. Das ist zur sogenannten blauen Stunde fotografiert. Wenn die Sonne weggeht, dann ist es ja nicht schlagartig dunkel, sondern der Himmel wird blau, dunkelblau, immer dunkler, weil noch so ein bisschen Restlicht über den Horizont kommt, und schließlich verschwindet das dann im Schwarzen. Das ist jetzt hier ein Bild, da sind ganz viele Lichtarten dabei, das ist jetzt schon ein bisschen aufwendiger. Obwohl von der Technik her nicht, das sind auch nur zwei Blitze, zwei Kameraaufsteckblitze. Einer stand quasi, wo ich jetzt stehe, und der andere stand so schräg hinter dem Motorrad. Und wir haben hier einmal das Tageslicht. Und damit das ordentlich wirkt, habe ich zu dem Blitzlicht nochmal 5 Sekunden belichten müssen. Das heißt, ich habe der Diandra hier auf der S1000RR gesagt, hör zu, blitzt jetzt, du musst noch 5 Sekunden stillhalten, und dann gebe ich dir ein Signal und dann darfst du dich wieder bewegen. So, und was ist passiert? Ich
Ich drücke auf den Auslöser, es blitzt, die Blitze machen aber nur das Motorrad hell. Wenn jetzt Schluss wäre, dann wäre der Hintergrund schwarz. Und in den 5 Sekunden, die danach folgen, hat das Restlicht des Himmels, was ja viel schwacher ist als das Blitzlicht, Zeit, auf dem Sensor einen Eindruck zu hinterlassen. Das heißt, durch so eine Langzeitbelichtung kombiniert mit Blitz kann ich wunderbar die Lichtarten mischen. Ein bisschen ausbaldowern, wie lange man dann belichtet, aber das sind 3, 4 Versuche. Ja, und natürlich ist hier noch so als Beifang quasi hier diese Laternen. Wäre nicht schlimm, wenn es nicht da wären, aber stören auch nicht. Und die 4. Lichtart ist dann also 1 ist Tageslicht, 2 Laternen, 3 Blitzlicht und 4 ist dann hier die Beleuchtung, die dann auch nochmal einen richtig schönen Eindruck von dem Motorrad macht und auch so Dynamik vermittelt. Es wird immer später, das ist mitten in der Nacht und das hier ist jetzt auch mit gemischtem Licht gemacht. Man sieht, es ist Nacht, wir haben hier die Sterne, das Ganze ist 20 Sekunden ungefähr belichtet, weil auch wieder das Sternenlicht sehr schwach ist, gerade in der Nähe der Stadt, ist auf dem Hügel vor Hannover gemacht, da ist natürlich noch viel Restlicht von der Stadt dabei, das heißt, da musste ich viel nachbearbeiten, auch am Himmel, dass da die Sterne sichtbar sind. Ja, das Motorrad ist in diesem Fall mit einer LED-Taschenlampe ausgeleuchtet. Das ist eine paar Euro teure Taschenlampe aus dem Baumarkt, kein Hightech-Foto, sonst was. Und was ich gemacht habe, ist Kamera aufs Stativ. Stativ ist dein bester Freund, kannst Langzeitbelichtung machen. Und dann bin ich einmal, ich simuliere es mal, auf die Seite, die Kamera steht da, auf die Seite gejoggt, mit der Taschenlampe dann hier gemalt und dann wieder auf die andere Seite gejoggt und dann von der anderen Seite gemalt. Dieses im spitzen Winkel ist ganz wichtig, damit Kontur reinkommt. Wenn ich direkt aus Kamerarichtung das Licht gemacht hätte, dann wäre das ziemlich platt geworden. Ihr kennt das vielleicht, wenn einer auf einer Party so eine Kamera hat mit einem Aufklappblitz, da geht Automatikmodus, der Blitz hoch und es wird ganz grell und die Bilder sehen meistens fürchterlich aus, die Leute sind platt geblitzt. Das gleiche würde hier passieren. Das heißt, das Licht, wenn es Kunstlicht ist, muss aus einer anderen Richtung kommen, als die Kamera, wie die schaut. Das ist jetzt Blitzlicht. Also ich arbeite, wie gesagt, sehr viel mit Blitzlicht. Wieder ganz einfacher Aufbau, es sind immer die gleichen Rezepte eigentlich. Einen Blitz links, einen rechts vom Motorrad, das dann so abgestimmt, dass das Tageslicht noch passt. Das ist eine S1000RR im HP4-Look, das ist ganz lustig. Der Besitzer hat einfach so lange Carbonteile dran geklebt, bis er dann sich getraut hat, ein HP4-Logo drauf zu machen, obwohl es keine HP4 ist. Weniger lustig ist, die Maschine wurde kurz nach dem Shooting geklaut, ich war es nicht. Und er hat dann Teile davon auf eBay gefunden, die dann vertickt wurden. Also das ist schade, aber dafür gibt es Versicherungen. Er hat jetzt eine neue Maschine, die kommt auch gleich. Das ist eine ganz besondere Situation. Das war eigentlich, sage ich mal, ein glücklicher Unfall. Tiefgarage, sehr enge Platzverhältnisse. Und ich habe 2 Blitze auf dem Fußboden platziert, die in Richtung Kamera zeigen. War eigentlich nur so Rumspielerei. Ich habe gedacht, naja, mal gucken, was passiert. Was passiert ist, dadurch, dass das so enge Verhältnisse waren, ist das Licht hin und her gebounced und hat dann auch die Vorderseite des Motorrads beleuchtet. Eigentlich würde man denken, es ist völlig überblendet, man sieht nur eine Silhouette, aber aufgrund dieser speziellen Situation, habe ich auch nur da erlebt, sonst nirgendwo anders, konnte ich eben mit 2 Blitzen, die hinter dem Motorrad stehen, auch die Vorderseite belichten. War ein besonderes Ding. Das ist wirklich nur die 2 Blitze, die Beleuchtung war aus, es war zappenduster, als wir dieses Bild gemacht haben. Das hier, da sieht man eigentlich gar nicht, was da das Besondere am Licht ist. Die R1250 GS wieder. Und das ist mit einem LED-Leuchtstab gemacht. Das ist ein Fotozubehör, das ist so lang, so breit ungefähr, da sind, keine Ahnung, 150 LEDs drauf. Der macht einfach ein helles Licht. Und das Foto ist gemacht, wieder Kamera aufs Stativ, es ist eher düster, 5 Sekunden belichtet. Und dann laufe ich während dieser Belichtungszeit, ich halte dann diese Lampe so schräg über das Moped, laufe dann einmal so quer drüber. Und innerhalb dieser 5 Sekunden kriegt also jeder Teil des Motorrads genug Licht ab, um so eine Beleuchtung zu machen. Und das, wie gesagt, ist auch relativ einfach. In Klammern, wenn man weiß, wie es geht, das ist ja immer so. Aber es ist mit einfachen Mitteln, meine ich. Ihr braucht dafür nicht 6.000 € Blitzequipment oder sowas. Diese LED-Lampe, keine Ahnung, 150 € gekostet, die gibt es vielleicht auch schon gebraucht für günstiger. Also relativ einfache Mittel noch. Hier kommen wir jetzt schon zu den komplexeren Bildern. Das ist jetzt aus ungefähr 8 Bildern zusammengesetzt. Gleiche Technik, mein schöner LED-Leuchtstab.
dann Kamera oben auf einem Auto drauf, auf einem Feuerwehrauto. Und dann erste Aufnahme bin ich links vom Motorrad lang gelaufen, habe es beleuchtet. Zweite Aufnahme rechts, noch ein paar Durchgänge drüber. Und dann am Ende am Rechner das zusammengebastelt, was dann das richtige finale Bild ergibt. Also das ist jetzt schon ein klein wenig advanceder. Genau wie hier, eins meiner Lieblingsbilder. Leerer Container, offensichtlich. Und auch hier ist das Besondere, man guckt mal, wo ist denn da die Lichtquelle? Sehe ich gar nicht. Liegt auch daran, dass es wieder zusammengesetzt ist. Ich stand zuallererst hier an der Ecke, habe dann so übers Motorrad geleuchtet, habe mich dann in die andere Ecke gestellt, zweites Bild nochmal geleuchtet, habe mich hinter das Motorrad gehockt und so aus zig Einzelaufnahmen das dann am Rechner zusammengepuzzelt. Das Schöne an dieser Technik ist, dass man eben Lichtstimmungen hinkriegt, die man mit einem normalen Setup, wo man nur einmal drauf drückt quasi und es blitzt, die kriegt man dann nicht hin. So. Das ist zu 99% so aus der Kamera gekommen. Das ist kein Photoshop, wo ich irgendwas reinmontiert habe. Und wie das funktioniert hat, zeige ich euch in einem kleinen Film. Das ist der Waschplatz, das war dieses ganze Shooting mit dem Carsten, dem Feuerwehrmann. Und erstmal habe ich das nass gemacht, den Boden, damit sich das schön spiegelt. Kamera eingestellt. Und dann habe ich hier eine Stange. Da wurschtel ich jetzt in einer Flüssigkeit rum. Die Flüssigkeit ist Benzin. Und diese Leine, die jetzt da gerade brennt, diese bunte, ist eine Aramidschnur. Aramid ist das Material, aus dem auch Feuerwehrbekleidung ist. Das ist nicht brennbar, nicht schmelzend. Alles andere würde nicht gehen. Und das verbrenne also dieses Benzin, laufe damit auch wieder während einer Langzeitbelichtung um das Motorrad herum und ziehe auf dem Sensor diese Feuerspur. Ja, und heraus kam dann dieses Bild. Einzige kleine Retuschen, oben eine ganz kleine Ecke habe ich nachretuschieren müssen, die wurde nicht erwischt. Und das Motorrad habe ich auch wieder ganz leicht aufgehellt. Ansonsten kam das Bild so aus der Kamera. Auch hier Disclaimer, ich hatte einen Profi dabei, einen Feuerwehrmann, und es war auch, wir hatten Feuerlöscher, Schläuche, besser geht's gar nicht. Gerade wenn es jetzt der trockene Sommer ist, sind solche Techniken mit Vorsicht zu genießen. Kommt zum nächsten Abschnitt, Bewegung. Wir sind jetzt einmal durchs Licht gegangen, was ist so möglich in der Motorradfotografie, und in dem Abschnitt Bewegung jetzt geht es darum, wie kommuniziere ich das auf einem Foto, dass das Motorrad hier ganz gerade in Bewegung ist. Und das erste sehen wir hier schon, Schräglage, ist klar. Man weiß aus der Physik, das könnte so nicht stehen bleiben, das heißt, das bewegt sich, sonst wird es ja umfallen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das in Szene zu setzen. Auch hier, das ist übrigens die vorher geklaute, da hat er sich jetzt von dem Versicherungsgeld eine neue gekauft, ein 2016er Modell, und da haben wir dann auch wieder ein Shooting gemacht. Und hier war es eigentlich erstmal so ein Unfall. Ich stand mit einem Teleobjektiv am Straßenrand und habe dann ihn eingefangen und habe im ersten Moment gedacht, ach blöd, ich habe ihn nur am Rand erwischt. Aber irgendwie wirkte das mit dem Boot ganz cool und eigentlich gefällt mir ganz gut, weil er so ganz dynamisch ins Bild reinfährt. Auch hier, da muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Der Mond ist nicht lang und auch die Sonne so nah über dem Horizont, die geht sehr schnell hoch und so tief könnt ihr dann gar nicht sein mit der Kamera, um das noch einzufangen. Ja, Schräglage, und auch hier sieht man, kleiner Hinweis noch, dass es sich bewegt, es hat geregnet und hier spritzt so ein bisschen das Wasser hoch. Also auch hier wird gezeigt, die Blickführung des Fahrers zeigt, dass da wirklich in Aktion ist, Maschine ist schräg. Da kommt auch einiges an Dynamik rüber. Vielleicht kurzer Einschub. Ich habe an diesem Training als Fahrer teilgenommen, und wer noch nicht so ein Schräglagentraining gemacht hat, kann ich nur empfehlen. Was mir danach erst klar geworden ist, diese Flügel sind eigentlich ein Placebo, die braucht man gar nicht. Es ist keiner weggerutscht, auch nachdem es geregnet hat, und keiner gestürzt und auch nur ansatzweise, selbst bei 40 Grad Schräglage. Und das ist halt das Schöne, man traut sich erst mit diesen Flügeln, weil diese Flügel nehmen einem die Angst, dass es teuer werden könnte und dass es wehtut. Also unabhängig davon, jeder, der Motorrad fährt, sollte mal so ein Training gemacht haben. Das ist wirklich eine sehr coole Erfahrung. Ja, was zeigt noch, dass das Motorrad in Bewegung ist? Das ist ganz klar fehlender Bodenkontakt. Auch hier, dank der Schwerkraft, die wir ja alle kennen, ist klar, das ist nicht im Stand entstanden, sondern hier ist gerade Bewegung im Gange. Das gleiche hier,
dieser gute Herr, es sei denn, er hat irgendwie aus Star Trek die Schwerelosigkeit aufheben können, ist klar in Bewegung. Letztes Jahr hier auf den Motorrad Days entstanden das Bild. Also fehlender Bodenkontakt ist jetzt vielleicht nicht das, was der Durchschnittsfahrer so mit seinem Motorrad macht, zumindest nicht freiwillig. Ich hoffe, es ist keinem passiert, ich wünsche es keinem, also immer vorsichtig fahren. Und ich denke, was auf dem Bild viel einfacher einzufangen ist, ist Bewegungsunschärfe. Das heißt, das ist eigentlich so der Klassiker, das sieht man auch ganz oft in Motorradzeitschriften, dass das Motorrad scharf ist, die Reifen, man sieht hier, wow, die drehen sich ganz schnell, die Landschaft zischt vorbei. Das ist entstanden bei einem Bike-to-Bike-Shooting. Da saß ich als Sozius auf einem zweiten Motorrad drauf. Das war im Nachhinein nicht so ganz, nicht nachahmungswürdig, weil ihr müsst überlegen, vor mir der Fahrer, ich saß da, hatte die Kamera, musste mich jetzt auf dem Sitz so verdrehen, um dann irgendwie so mit der Kamera die Bilder zu machen, von denen der da fuhr. Und man kann sich ja nicht festhalten. Das heißt, wir sind hier maximal 60 km/h gefahren. Starke Schräglagen waren da auch nicht drin, aber das war auch wieder die Sache. Ich habe den Leuten vorher gesagt, es waren 4 Motorräder. Es ist ein Fotoshooting, es ist kein Ausflug, wo wir nochmal schöne Bilder machen. Das heißt, solche Sachen, auch alles aus den Zeitschriften, das sind nicht irgendwelche Snapshots, die mal so eben auf einer lustigen Fahrt entstanden sind, sondern da steckt halt wirklich ein bisschen Aufwand drin. Kurz zum fotografischen Hintergrund. Wie kommt dieser Effekt zustande? Ich fahre mit gleicher Geschwindigkeit nebenher und es ist eine relativ Belichtungszeit von ungefähr 40 Sekunde oder 60, was relativ lang ist für Bewegung. Und in dieser 60 Sekunde bewegt sich das Motorrad relativ zu mir nicht. Das ist quasi statisch, weil es die gleiche Geschwindigkeit hat. Das heißt, es ist scharf. Alles andere, was sich bewegt, wie die Reifen, in dieser 60 Sekunde drehen die sich. In dieser 60 Sekunde zischt auch hier die Landschaft vorbei. Und dadurch kommt diese Bewegungsunschärfe zustande. Ein weiterer Teil für Bewegungsunschärfe, hier Matty Griffin letztes Jahr, Dirk Mann noch, Matty Griffin? Ich weiß es gerade nicht, Entschuldigung. Das ist jetzt ein sogenannter Mitzieher, das ist eine ganz verbreitete Technik, um Bewegung zu zeigen. In diesem Fall ist die Kamera, die steht am Straßenrand und es fährt ein Motorrad vorbei, links nach rechts durch Bild. Und was man macht ist, man hat die Kamera und man verfolgt jetzt im Sucher das Motorrad, dass es immer im gleichen Bildausschnitt ist. Das heißt auch wieder hier, während der Belichtungszeit bewegt sich das Motorrad im Bild nicht, aber alles andere, da die Kamera vorbeischwenkt, zischt vorbei. Und so kann man wunderbar eben den Vorder- vom Hintergrund separieren. Wenn ich das bei einer Tausendstel Sekunde gemacht hätte, das Bild, wäre alles scharf, die Reifen wären scharf und dann würde das nur halb so dynamisch aussehen. Mitzieher ist auch wieder so eine Sache. Man braucht einen Streckenabschnitt, wo die Leute gerade durchs Bild fahren und man muss auch mit einer hohen Ausschussrate rechnen, weil selbst wenn man jetzt eine 60. Sekunde, man wackelt immer so ein ganz klein wenig, gerade bei langen Brennweiten, da ist dann immer so ein bisschen Wackeln, ein riesen Bildausschnitt. Da muss man einfach damit rechnen, dass von 500 Bildern vielleicht nur 8 bis 10 Minuten dabei rauskommen. Mitzieher, das gleiche hier, wieder die nachgekaufte, nachdem geklaute S1000 RR. Gleiches Konzept, ich stehe am Straßenrand, er zischt vorbei, hier jetzt ein bisschen in Schräglage. Ich konnte durch das Mitziehen der Kamera ihn scharf abbilden. Für dieses Bild habe ich jetzt noch keinen Namen gefunden. Ein Mitzieher ist, wenn ich die Kamera bewege und das Motorrad immer im gleichen Bildausschnitt bleibt. Ich nenne es in Ermangelung eines besseren Namens einen Feststeher. Das ist auf den äußeren Hebriden in Schottland entstanden. Und bedeutet nichts weiter, als dass ich auch bei einer 40., 60. Sekunde Kamera enge, also wirklich stillgehalten habe. Der Dominik ist durchgefahren und ich habe dann Serienbilder gemacht. Und auch hier während der Belichtungszeit, die Umgebung ist scharf, weil bewegt sich nicht und er ist durchgeflitzt. Das Schöne an dieser Geschichte sind 2 Sachen. Also A, er hatte nur so 40 km/h, das heißt, er ist da nicht durchgedengelt wie so ein Bekloppter, sondern dadurch, dass es eben eine relativ lange Belichtungszeit ist, kann man auch niedrige Geschwindigkeiten so abbilden. Und zweiter Gimmick ist halt diese Wörter Slow, die stehen dann überall in Schottland, den Hebriden auf den Straßen, weil die Straßen sind so eng gebaut, dass nicht 2 Autos sich begegnen können und vorbeifahren. Das heißt, es gibt alle paar hundert Meter so eine Haltebucht.
Und die Hügel sind also so, man fährt auf den Hügel zu und man weiß nicht, ob jemand kommt. Und deshalb steht überall immer slow, um daran zu erinnern, Achtung, da könnte wer kommen. Das ist natürlich hier ein schöner optischer Gegensatz von diesem Wort langsam und dieser gefühlten Geschwindigkeit, die in dem Bild rüberkommt. Obwohl es nur 40, 50 km/h war. Gut, wir sind beim vierten Abschnitt, Nachbearbeitung. Wie gesagt, es ist kein Photoshop-Grundkurs, aber ich möchte euch mal einen Eindruck vermitteln davon, wie so ein paar Bilder entstehen. Wie zum Beispiel das hier. Die S1000RR, ihr merkt schon, ich habe so einen Softspot für so Sportbikes. Im Studio, jetzt denkt man sich, wow, das ist bestimmt 50.000 €, Riesenstudio, 20 Lichtassistenten und so weiter, schön wär's. Das Ganze ist unter etwas einfacheren Umständen entstanden. Equipment ist jetzt schon ein bisschen aufwendiger. Ich habe hier und hier einen Studioblitz, hier noch einen Hilfsblitz, einen kleinen Aufsteckblitz. Das ist eine Papierbahn, ein Hintergrund, der 2,72 Meter breit ist. Das Motorrad ist ungefähr 2 Meter lang, roundabout. Das heißt, da sind so 30 cm Platz. Und wie jetzt dieses Bild entstanden ist, habe ich euch wieder einen Film mitgebracht. Zuerst ist die Scheune von einem Kumpel von mir, der hatte einen großen Bauernhof in der Familie geerbt und da konnte ich dann mal einen Tag rein. Wir haben erstes alles aufgebaut. Das zweite Papier ist dafür, dass wir das Motorrad sauber machen konnten, auch die Reifen, damit wir nicht, wenn wir draufrollen und rangieren, Marken auf das Papier machen. Und dann wurde das Ganze aufgebaut. Wir haben ein großes Hauptlicht von oben und die restlichen sind Hilfslichter. Ich glaube, der große, der oben rechts ist, der war nicht benutzt in dem Moment, sondern ich habe da 3 Lichter gehabt. Das heißt, gedreht, Fotos gemacht, ganz viele. Und das, was rausgekommen ist, ist jetzt das hier. Das heißt, man sieht noch die Lampen, man sieht noch den Hintergrund. Und jetzt gehen wir einmal im Schnelldurchlauf durch die Nachbearbeitung. Erstmal werden dunklere Bereiche aufgehellt, weil dann auch das Licht, das ist noch ein suboptimaler Aufbau, eine viel größere Lichtfläche wäre schön, habe ich leider noch nicht. Der Hintergrund wird verbreitert, wird erweitert, dass das geschlossener ist. Dann musste ich da noch ein bisschen, wo ist es? Genau, ein bisschen aufräumen. Ich dachte kurz, das Video hat sich aufgehangen. Ein bisschen hier die Schmutzstellen am Auspuff, Krümmer ein bisschen wegmachen. Dann wieder Detailarbeit in der Aufhellung. Am Ende die Staubkörner wegmachen. Bei Studioaufnahmen ist das extrem brutal mit dem Staub. Da sieht man jedes Staubkorn und jedes Staubkorn nimmt sofort Effekt von diesem Hochglanzbild. So, und das Ganze, diese Nachbearbeitung, die ihr jetzt seht, hat eine halbe Stunde gedauert. Das heißt, nachbearbeiten, heller machen, Hintergrund, bis das dann so stand. Ja, das ist das Bild, das rauskommt. In einer Scheune, auch Papierhintergrund. Und bei mir geht es auch weiter. Wir haben ein Haus gekauft in Hannover und ich habe da als Fotograf den Jackpot gezogen, denn die Vorbesitzer haben ein Wohnmobil und haben die Garage erweitert. Das ist 4 Meter hoch, 9 Meter lang. Das ist natürlich für mich ein Geschenk. Da werde ich dann ein richtig Studio reinbauen mit einem ordentlichen Hintergrundsystem, mit großer Lichtfläche und wenn ich dann nächstes Jahr wieder hier sein darf, würde ich dann auch schöne, tolle Studiobilder mitbringen. Schauen wir mal. Gut, das ist nochmal ein anderer Winkel, das heißt nach der gleichen Methode aufgenommen und wie gesagt, ihr merkt hier meine persönliche Präferenz für Motorräder. Wir haben hier jetzt nochmal die A9T vor einem herrschaftlichen alten Rittergut in Niedersachsen und das Bild sah erstmal ganz anders aus. Das heißt, wenn ihr da steht, dann sah das erstmal so aus. Ist jetzt auch nicht schlecht, aber hier gibt es halt so ein paar Sachen, wo ich sage, naja, da stören mich halt so ein paar Sachen. Das Licht ist nicht besonders, ich habe hier so einen Baum. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich wieder die Technik, dass ich verschiedene Einzelbelichtungen übereinander lege. Das funktioniert so, ich habe erst ein Bild gemacht, das sogenannte Backplate nennt man das. Das heißt, ich habe nur den Hintergrund. Ich wollte den Himmel ordentlich belichten und die Lichter von dem Bauernhof hier einfangen. Dann habe ich wieder mit dem besagten LED-Leuchtstab verschiedene Einzelaufnahmen gemacht. Das hier ist übrigens die Spur, wenn dann der Stab dann doch ein bisschen im Bild war und hatte dann verschiedene Einzelaufnahmen, die habe ich kombiniert und heraus kam dann hier erstmal dieses belichtete Bild. Das heißt, das Motorrad ist erstmal schön belichtet, dann hat mich aber jetzt noch, das hier ist so ein dunkler Fleck, das macht das Bild optisch ein bisschen ungleichgewichtig und Copy-Paste ist ja eine wunderbare Sache.
Dann habe ich die rechte Bildhälfte rüber kopiert, noch ein bisschen was retuschiert, dass es nicht allzu kopiert aussieht, ne? Der helle Teil, den habe ich weggemacht. Und dann ist auf jeden Fall so ein stimmiges Bild rausgekommen. Auch hier die Nachbearbeitung, Dreiviertelstunde, Stunde, also das ist dann schon, wie gesagt, der aufwendigere Teil. Die folgenden Bilder sind von einem, ich sag mal, Gastfotografen, das ist ein, in Klammern, Facebook-Freund von mir, Eddie Ballesteros, das ist ein Fotograf und Digital Artist aus Hawaii, USA, auch nicht der schlechteste Ort zu leben, Hawaii. Und er hat einen ganz anderen Ansatz. Ich probiere wirklich das beste Licht, das beste Setting vor Ort zu kriegen. Und er fotografiert die Motorräder eigentlich in einer recht ordinären Umgebung, normalen Umgebung, wie hier wie Parkplatz. Und der Rest entsteht am Rechner. Das heißt, er tauscht die Hintergründe aus. Wenn ich mal hin und her schalte, was ich so scharf finde, an den Motorrädern hat er eigentlich nichts gemacht, vielleicht ein bisschen Helligkeit. Aber er hat wirklich nur, in Anführungszeichen nur, den Hintergrund ausgetauscht. Das ist dann nochmal 3 Stufen drüber, das ist ein ganz anderes Angehen an die Fotografie. Auch das hier, das finde ich besonders cool. Ich würde jetzt sagen, achtet auf den Hintergrund, da ist so eine Lampe, da ist Zeugs, das ist irgendwie nicht besonders toll. Ja, bei ihm kommt dann sowas bei raus. Er hat die Firma 511 Digital Media hier, ist wie gesagt im Grafikdesign-Bereich unterwegs und hat dann natürlich etwas unfairen Vorteil, weil er hauptberuflich den ganzen Tag mit Photoshop arbeitet. Drittes Beispiel habe ich auch noch mitgebracht. Hier ist der Hintergrund natürlich besonders so, also ich würde sagen, nach meinem Ansatz, nee, komm, musst einen anderen Hintergrund nehmen, ist ihm egal, der tauscht den einfach aus. Besonders schön finde ich schreibe mal hin und her, achtet mal auf den Fahrer. Das musste ich übrigens auch mal machen. Ich hatte einen sehr sportlichen Fahrer, der hatte aber so eine etwas ausgebeulte Lederkombi und auf einem Foto, die hat einfach sehr unglücklich ausgebeult. Und dann ist er von allen Freunden gefragt worden, also ein tolles Bild, aber hast du auch nicht zugelegt, ne? Und da musste ich dann auch ein bisschen so dünner machen, weil es einfach nicht gepasst hat. Gut, also Eddie Ballesteros, toller Künstler, hat auch eine ganz große Instagram-Followerschaft, da kann ich nur von träumen. Könnt ihr mal reingucken, wirklich ganz tolle Sachen macht der und der ist wie gesagt auf einer ganz anderen Schiene unterwegs als ich. Gut, ich bin gut in der Zeit. Der letzte Punkt, Crashkurs Smartphone-Fotografie. Ich habe es angekündigt, jeder hat ein Smartphone und was ich dann oft sehe ist, die Leute posten dann in den Gruppen, hey, ich war auf einer Tour und das ist meine Maschine. Ist es nicht schön? Genau. Schönes Motorrad und hier stimmen jetzt ein paar Sachen nicht. Also zuallererst mal, Motorräder sind, wenn man sie von der Seite anguckt, breiter als sie hoch sind. Das Bildformat sollte das irgendwie wiedergeben. Das heißt, zuallererst mal drehen. Bisschen besser, aber auch nicht viel. Nächster Punkt ist, wie stelle ich das Motorrad denn hin? Das heißt, ich habe mal hier den Lenker gerade gemacht. Ne? Das sieht so ein bisschen so abgestellt und keine Lust gehabt, irgendwas zu richten. Das heißt, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, ordentlich abstellen, wunderbar. Jetzt ist das nächste, Perspektive, ganz wichtig. Wenn ihr vor einem Motorrad steht und es so aus dem Stand fotografiert, dann guckt ihr leicht nach unten. Das ist eine sehr normale Perspektive, in dem Sinne, so seht ihr es auch, wie wenn ihr davor steht, mit den Augen guckt. Das heißt, hier die Knie mal ein bisschen üben, in die Hocke gehen und mal so leicht schräg von unten. Das macht einen riesen Unterschied. Wie gesagt, der Merksatz, dem Motorrad auf Augenhöhe begegnen, ne? Auf Augen- bzw. Tankhöhe. Dann kommt was Schönes bei raus. Das heißt, auch schon wieder ein bisschen besser. Jetzt stimmt aber immer noch nicht alles. Der Hintergrund ist sehr unruhig, so ein bisschen schäbig, so eine Wand, so eine verrostete Wand irgendwie oder hier so eine Holzwand wäre auch ganz nett, aber da ist noch zu viel anderes Zeug. Was habe ich gemacht? Ich habe dieses Motorrad 20 Meter weiter geschoben. Da war ein Tor von einer Firma, wo ich es hingestellt habe. Es war im Schatten, das heißt, ich habe wieder gleichmäßiges Licht. Ich habe nicht dieses harte Sonnenlicht, das auch irgendwie nicht so schön passt. Und dadurch dann schon wieder ein sehr viel ruhigeres und besser aufgeräumtes Bild. Alles Handybilder. Jetzt beim nächsten, das kommt jetzt leider auf dem Vortrag nicht so gut raus, ich schalte ein paar Mal hinterher, am Rechner sieht man es besser. Ich habe es im Handy nachbearbeitet. Es gibt eine App, Snapseed heißt die, also Snap wie Schnappen und Seed wie der Samen, also ein grünes Logo, ist kostenlos. Und mit der kann man im Handy schon extrem viel machen. Was ich gemacht habe, das ist leider nicht so gut sichtbar, ich habe erstmal die Box hier an der Seite, das sieht man gut, die habe ich weggemacht. Klammern, obwohl die eigentlich auch nicht so stört.
lassen können. Ich habe die Kontraste ein bisschen angehoben, wenn ihr zum Beispiel hier das GS-Logo auf der Seite euch anschaut, das ist auf dem Originalbild ein bisschen ausgebleicht. Hier sieht man es etwas besser und die Maschine kommt insgesamt ein klein wenig knackiger rüber. Ja, das sind wieder unsere drei lieben Bekannten. Licht aus der Sonne raus, hier im Schatten ein paar schöne Bilder. Sonnenlicht geht auch, hatte ich ja auch Bilder. Müsst ihr aber darauf achten, dass ja, Schatten nicht so über den Tank sind. Und immer so ein bisschen ein Auge für haben. Location, was ist hinter dem Bike? Das ist schön aufgeräumt, das andere sah irgendwie unordentlich aus. Und Perspektive, niedrige Perspektive ist das, was wichtig ist. Damit bin ich auch schon beim Fazit. Eigentlich habe ich es jetzt schon vorweggenommen, das heißt, nochmal, Wiederholung schadet nicht. Ganz wichtig beim Fotografieren, achtet auf das Licht, egal ob ihr mit dem Smartphone oder mit eurer Spiegelreflex unterwegs seid. Achtet darauf, dass ihr eine schöne Location habt. Das ist übrigens wieder die Halle, wo wir auch die Studiofotos gemacht hatten. Das ist auch ein schöner Hintergrund, also ein bisschen bröckelter Putz. Die Maschine kommt wunderbar zur Geltung. Und natürlich Perspektive. Niedrige Perspektive, Bildaufbau, achtet, was dahinter ist. Und dann könnt ihr in nur wenigen Schritten zu einem besseren Motorradfoto kommen. Damit wäre ich am Ende. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch sehr viel Spaß auf die BMW Motorrad Days. Dankeschön. Wir können übrigens, wenn ihr fotografische Fragen habt oder so oder mal Feedback zum Bild haben wollt, scheut euch wirklich nicht. Ich kriege sehr gerne Post, könnt ihr mir schreiben auf einem der 4 Kanäle und dann, oder wenn ihr eine Frage habt, hey, wie kann ich das ausleuchten oder so, da freue ich mich immer, wenn ihr euch meldet und wirklich Post bekommt. Dankeschön, viel Spaß noch.